showing a scorpion tattoo. Another ice bolt. It strikes the railing behind them. Wie hat das bloß gemacht? Ich hab... Quay etwas an. Geht oder spürt unseren Zorn. Madame Bo im Stich lassen? Auf keinen Fall. Sub-Zero leaps on Kung Lao's leg. Scorpion pulls at him with it. Komm hierher! He yanks Kung Lao to the floor and drags him closer. Kung Lao rolls to his feet, then jumps and spin kicks Scorpion's head. Noch mehr? Aber gerne. Ihr werdet besser geflohen. Man legt sich einfach nicht mit den Lin Kuei an. Kontrollcenter für Waldemar Bericht. Es ist jetzt 22:54 Uhr. Karten. Übertragung. Screenshot aufnehmen zum Ausführen von Cursor-Bewegungen. Drücke die linke. Sub-Zero skewers the victim's skull with ice daggers. He headbutts them. Scorpion slings ring darts through his victim's sternum and neck. He pulls. Scorpion slams them. Als Skorpion das geplünderte Teehaus verließ, konnte Kung Lao seine Fähigkeiten nur bewundern. Kung Lao erkannte, dass Madame Bo recht hatte. Er musste noch viel lernen. Revanche. Kreuztaste. Man legt sich einfach nicht mit den Lin Kuei an.
nicht interessiert. Noch bereue ich das hier. Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Kung Lao watches Sub-Zero kick Raiden into a pillar from the balcony. Raiden looks up, then climbs the pillar to the level above. Sub-Zero eyes him, then kicks 2 legs out from under a table, turning it into a ramp. He uses it to vault through the air and kick Raiden on the upper level. Raiden staggers into a bar counter where a man drinks. Raiden grabs a cleaver from a pig's head sitting on the bar and swings it at Sub-Zero. Sub-Zero weaves around the blade and Raiden slices off the cap of the man's liquor bottle. He pours it into a cup. Sub-Zero blasts ice at Raiden, freezing his hands to the bar. The man plucks a bit of the ice and drops it into his drink. Kung Lao throws his hat at Sub-Zero's head. It bounces off harmlessly. Smirking, Kung Lao shrugs. Inkompetent. Kung Lao chucks a circular chakram decoration. It nicks Sub-Zero and plunges into a wall. Oh, schon besser. Ich habe genug von dir. Dann geh, bevor ich dich wie den Rest deiner Lin Kuei erledige. Du hast keine Chance gegen den Großmeister der Lin Kuei. Ich muss einfach fragen, kann irgendeiner von euch Lin Kuei kennen? Attacker hits the victim's face with a hook and twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shells which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice warhammer. Und du bist sicher ein Großmeister? Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram decoration stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Interessant. Kung Lao, hier rüber! Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies inert, eyes shut. Kung Lao hurries over to them. Madame Beau. Bewusstlos. Oh nein, ist sie tot? Tot? Noch nicht. She gets to her feet, lips a cigarette, then ignites it with a lighter.
Madame Bo, wie geht es? Kung Lao! The hooded man with the glowing white eyes approaches them. Madame Bo takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. Nun, Madame Bo, sind Sie bereit? Ein bisschen dickköpfig vielleicht. Aber ja, sind sie. Seine Augen leuchten. Ich bin Lord Liu Kang, Gott des Feuers, Beschützer des Erdenreiches. Gott? Erdenreich? Madame Bo hat euch auf diesen Moment vorbereitet, seit ihr klein wart. Face Orange Reisig Eyebrow. Seid ihr würdig, meinen Champions beizutreten? Der Kampf war... ein Test? Ein Test eurer Fertigkeiten. Guten Tag. Liu Kang looks to the upper level. Bihan, Kuai Lian. Smoke, Scorpion, Sub-Zero, and the other numerous Lin Kuei warriors get to their feet. Kung Lao crosses his arms and crinkles his nose as Sub-Zero and Scorpion step to him and Raiden. The others stand along the balcony. Sub-Zero and Scorpion stand on either. Die sind keine Verbrecher. Die Lin Kuei sind ein uralter Clan, der das Erdenreich beschützen soll. Du sagst immer Erdenreich. Meinst du die Erde? Ihr Jungs habt noch so viel zu lernen. Die Erde gehört zum Erdenreich. Das Erdenreich ist eines von vielen Reichen. Zusammen bilden sie das gesamte Universum. Die Reiche können erbittert streiten. Darum müssen die Champions unseres verteidigen. Es ist bald Zeit für das große Kampfkunstturnier zwischen dem Erdenreich und dem Reich der Außenwelt. Einmal pro Jahrhundert kann jedes Reich dabei seine Stärke beweisen. Unsere Reiche leben im Frieden, doch es gibt Außenweltler, die einen Krieg vorziehen. Unser Sieg im Turnier wird ihren Eifer dämpfen. Ich habe euch alles beigebracht. Beendet nun euer Training mit Lord Liu Kang. Mehr Training? Die haben uns nicht mal besiegt. Was? Sie haben sich zurückgehalten. Hätten wir das nicht getan, hättet ihr niemals überlebt. Kommt. Die Mönche der Wuxi-Akademie erwarten euch zum Unterricht. Ich bin bereit, Lord Liu Kang. Und du, Raiden? Fengjian verlassen? Sie brauchen mich. Das Erdenreich braucht dich. Du dienst dem Dorf am besten als sein Champion, Raiden. Ich verstehe. Wunderbar. Ich komme bald nach. Zuerst muss ich weitere Champions versammeln. Sunlight soaks through a jungle canopy. A man in a leather jacket and wide-brim hat hacks through the foliage with a machete. Another younger man with a backpack and rifle trails behind him. The men pause. Wir sind hier falsch. Wir sollten zurückgehen, den Weg prüfen. Hier entlang. The man with the hat slices through the jungle as he strides forward. The pair slow to a stop and look out at a massive human skull carved into the front of a stone edifice, a large doorway in its mouth. Der Tempel. The pair move along a ruined stone pathway leading to the temple entrance. They stop near a seated woman. Flies buzz around her. The man with the hat shines a flashlight in the woman's face, revealing her to be a corpse with various darts sticking from her. Rot partially covers her face and her glassy eyes gaze blankly out. A swarm of beetles scurry out of her mouth. Verdammt, Alessia. He cringes as the younger man's face draws tight. They examine numerous holes on the temple doorway. Die Pfeile kamen von hier. The man leaves through a journal filled with notes and drawings of venomous animals. Kannst du's öffnen? Ohne uns zu töten? Hoffentlich. The temple doors open. Light streams past the two men and into the dusty entryway of the temple. Both turn on their flashlights and step inside.
They walk through a broad hall. Thick pillars with human figures carved into them line its walls. They turn a corner. Sunlight floods through ruined parts of the wall to their left, and small weeds rise from cracks in the stone floor. Schalt sie aus. They turn off their flashlights. Es wird definitiv wärmer. The pair moves down an aisle hedged in by low walls. Lines of fire flicker along the top of each wall. Wieso brennen die noch? Das Öl kommt aus dem Boden. Die Kammer scheint es zu kanalisieren. They move to a doorway blanketed with ivy at the end of the aisle and pause. The two men hop down a short ledge and continue forward. The man with the hat leads the younger man down a path winding through various tall rock formations. They enter a vast chamber. Metal hooks hang from the ceiling over flames flickering in a central circular dais where the rotting body of a man sits on a throne made of intricately carved stone. He holds an ornate metal shield in one hand and a mace in the other. Katara Vala und sein Schild. Was? Silver liquid shimmers around large stones in the floor beyond. Na und? Da ist Metall im Boden. Nicht einfach irgendein Metall. Flüssiges Quecksilber. Shit, das ist giftig! Tödlich. Folge einfach meinen Schritten. The man with the hat carefully picks his way across the path of stones, the younger man close behind. The younger man steps onto a different stone and starts to fall. The man with the hat grabs his shoulder. Was hab ich gesagt? The man with the hat steps back on another stone. It sinks a little. The two men sprint across the stones as liquid mercury floods out of channels and ruined pillars surrounding the dais. The man with the hat reaches the other side. The younger man stumbles, then leaps to solid ground. Tut mir leid, ich... Nicht jetzt. He examines the reflection of a pillar in the liquid mercury surrounding the dais. He eyes the pillar itself. Hol den Sprengstoff raus. Das wird die Brücke. Genau zielen. Dann fällt es richtig. The younger man sets explosives at the base of the pillar. A gnarled hand shoots up from the liquid mercury. Two armored women with tattered bat wings rise up. Bar fly toward them. Mach weiter. Ich kümmere mich um die Biester. Ihr stört Katara Valas Schlaf. Dafür sollt ihr sterben. Fight! Ich hab die Schnauze so voll von dir. Fight! Keine Zeit zum Sterben, gute Frau. The man with the hat rushes over. Alles okay?
Ja, bereit? The younger man nods and detonates a bomb that blows up a pillar. The pillar falls and they fist bump. Ein Punkt für die Physik. Dann los. They walk across the fallen pillar above the pool of mercury and explore deeper into the overgrown tomb. They stop by the corpse of Kataravala. The man with the hat brushes his hand across its shield. The younger man exclaims, Das ist Millionen wert. Es gehört in ein Museum. He grabs the shield. The younger man leans in, and Kataravala's face turns. He staggers back and falls into the mercury. He struggles with the liquid over. Kataravala swings a spiked mace. The man dodges and jumps onto the pillar. It strikes the shield and throws him onto the ground. He quickly sits up as it pounces. It chucks away its broken mace. It stalks over. Das gehört dir nicht. He rises. Du brauchst es nicht, du bist tot. Apropos, das da war mein bester Freund. Und ich vergebe nicht ohne weiteres. Was ist für dich, Adam? The hatted man scans the tomb. Also, wo ist der Schild? He sprints past Kataravala. Bin doch nicht besiegt. Doch, bist du. He spins, chucks the shield, and cuts its head off clean. The shield slams against the wall and bounces back into his hand. Es wird Zeit zu gehen. Cut! Das war's. Ich wusste es. Puh, das war echt gut. Siehst du doch auch so, oder? Crew member. Tempel von Kataravala, Take 39, Klappe. Director. Alles In a studio, crew cheer. The director takes off a headset and hands it to a woman. The hatted man shakes his hand. Steven, das war fantastisch. Danke. Genau wie früher. Und die Requisiten. Einfach genial. Steven takes the shield. Warst du auch, Johnny? Hey, wegen dem Pitch, also das Karate-Zombie-Ding. 4 Filme vielleicht? Eine Streaming-Serie? Johnny, ich weiß. Hast recht. Nicht hier. Ich komme nachher zu dir ins Büro. Geht nicht. Ich muss noch die Cutter treffen. Walking away. Marsha ruft dich an. Johnny pumps a fist in the air. Toll! Klar, die Assistentin ruft mich. A blonde woman. Das war toll, Schatz. Ja, nicht wahr? Wir sollten feiern. Ich denke an eine Privatparty. Oh, Johnny, wir müssen reden. She walks off, and Johnny hangs his head. Later, in a luxury mansion in the hills. Du bist nicht mehr der Kampfkunst-Superstar von früher, Schatz. Du hast Glück, dass Steven dir was schuldig war. Es ist alles okay, Chris. Wirklich. Das Universum hier ist die Realität. Verstehst du? Wir sind pleite. Das geht so nicht weiter. Ach ja? Und jetzt? Also, zuerst sollten wir das Haus verkaufen.
Ich brauche Nachschub. Johnny, das geht so nicht mehr. Das waren 10.000 für die Skulptur, 30.000 für die Drohne und das dumme Schwert. 3 Millionen $. Hey, Sento hat Geschichte. Das Schwert kommt aus. Doch, darum geht's nicht, Johnny. Chris, Schatz, die Arbeit, das Geld, das kommt schon. Stevens Film ist erst der Anfang. Ich muss einfach weitermachen. Wenn ich an den Erfolg glaube, kommt er auch. Sonst ist Johnny Cage am Ende. She frowns. Johnny rests his hands on her shoulders. She pushes one hand aside. Mein Mann ist nicht Johnny. Und ich will ihn einfach nur zurückhaben. She leaves. Chris! Hey, Chris, wo gehst du denn hin? Johnny puts his hands on his head. Fuck! He grabs his drink and downs it, then walks back to pour himself another. Toll gemacht, super Promi. A black-haired man strides in. Gott sei Dank. Chris, Schatz, ich... Johnny turns and sees the stranger, who wears a sleek black suit and brandishes a long sword. Wo ist meine Frau? Was hast du? Sie ist weg. Dir geht's gut? So wie dir auch, wenn du kooperierst. Was willst du? Sento. It hangs above a fireplace. Bist du ein Profikiller? Oder kennst du Sentos Geschichte? Ich kenne es. Es gehört meiner They Familie. circle each other. Nein, du bist nicht vom Tyra-Clan. Die sind schon lange tot. Nicht tot. Versteckt. Mit Sento in der Hand führe ich sie aus den Schatten. Ein echt toller Plan, Fremder. Da ist nur ein Problem. Sento gehört mir. Und ich gebe es nicht kampflos auf. Fight. Du brichst ins falsche Haus ein. Ich bin das ultimative Sicherheitssystem. Mein Heim, meine Regeln. Later at night, the defeated swordsman is tied to a chair. He rouses from unconsciousness, and Johnny sits across from him. Also, hast du einen Namen? Kenshi Takahashi. Ich wusste, du bist kein Tyra. Du weißt gar nichts, Cage. Vor 400 Jahren zählte der Tyra-Clan zu Japans ersten Familien. Sie starben bei der Belagerung von Aomori und verloren Sento. Es gab Überlebende. Sie versteckten sich und tauschten den Namen Tyra gegen Takahashi. Sie erhielten Schutz bei den Bakuto. Die Vorläufer der Yakuza. Von der ersten Familie zur Verbrecherbande. Ich befreie uns von der Korruption der Yakuza. Für unsere Namen und unsere Ehre. Doch mein Clan folgt mir nur, wenn ich mich bewiesen habe. Deshalb brauche ich Sento. Aha. Malibus Freund und Helfer. He walks toward the door. Echt tolle Geschichte. Schwachsinn, aber toll.
Du solltest echt Drehbuchautor werden. Liu Kang, Scorpion, and Sub-Zero wait outside. Was um alles in der... Guten Abend, Johnny Cage. Ich bin Liu Kang, Beschützer des Erdenreiches. Dürfen wir? Hier wird heute nichts gedreht. Habt ihr vielleicht die falsche Adresse? Nein. Es geht um eine wichtige Angelegenheit. Wir müssen mit dir und deinem Gast sprechen. Was? Johnny narrows his eyes. Woher wisst ihr von ihm? Weil ich der Gott des Feuers bin. Chris, du Genie. Wirklich gut gemacht. Klar. Kommt doch rein. Glühende Augen, nicht schlecht. They approach Kenshi, who remains tied up beside an indoor pool. Kenshi Takahashi. Eine tragische Figur mit edlem Ziel. Dein heutiges Verhalten ist deiner nicht würdig. Wer sind diese Leute? Sagst du's mir, es sind deine Spielpartner. Ich weiß von deinen Problemen, Johnny Cage. Ich will euch beiden einen neuen Weg eröffnen. Dun, dun, dun. Hey Leute, ist schon gut. Süß von Chris, das zu arrangieren. Echt netter Scherz, aber viel zu offensichtlich. Das ist kein Scherz. Bihan, Kuai Liang, würdet ihr bitte... The blue-robed Sub-Zero starts to untie Kenshi. Schon gut, schon gut. Ich mache ja mit bei diesem Live-Action-Rollenspiel, damit mein Schatz bekommt, wofür sie bezahlt hat. Okay, warte mal. Hey, du, nimm deine Hände weg. Ich sagte, Hände... Johnny grabs him, but Sub-Zero kicks him across the room. Johnny slides into a table with a $10,000 sculpture on top, teeters and falls. Scorpion. War das notwendig, Bruder? Um ihn zurechtzuweisen. Das war ein Hichuli. Ein Unikat. He stands. Jetzt ist der Scherz nicht mehr lustig. Das ging zu weit. Fight. Ihr braucht einen besseren Kampfchoreograf. Fight. Attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. Wirst du mich jetzt ernst nehmen? Fight.
Und Schnitt. Ihr seid hoffentlich versichert. Den Hit Schuli bezahlt ihr. Unwürdiger. Du hast ja keine Ahnung, wer vor dir steht. Liu Kang bursts into flames. The flames dissipate. Oh, das ist kein Spezialeffekt. Nein, Johnny Cage. Johnny shifts his footing and glares. Kuai Liang. Scorpion bows. Okay, alles auf Anfang. Wer bist du nochmal? Lord Liu Kang, Beschützer des Erdenreichs, Gott des Feuers. Okay, das Feuer ist echt. Aber was ist ein Erdenreich? Du wirst alles verstehen, Johnny Cage. Für jetzt ist nur wichtig, dass ihr beide als seine Champions auserwählt wurdet. Warum er? Und warum ich? Weil ich daran glaube, dass ihr würdig sein werdet. Und weil euer Dienst den Lauf eurer Leben verändern wird. Johnny eyes Kenshi. Later, men spar in a sunlit courtyard. Border the entrance to the courtyard. Red pagodas are situated nearby, and cherry blossoms are in full bloom. Several monks wear brown and orange uniforms. Later, they strike wooden dummies that have small poles sticking out. Others spear their hands into steaming hot sand in rock bowls. Later, a monk with a braid swings at Raiden. Raiden blocks and punches his chest. Another attacks, and Raiden counters with a flying kick. Raiden strikes and front kicks a third challenger. Punching over, Raiden shuffles in an offensive stance. He straightens and brings his hands together, fist to flat palm, and the nearby monks do the same. Kung Lao saunters up with a razor-rimmed hat. Das ist keine gute Idee. Es ist genial, Raiden. Wenn ich Sub-Zero das nächste Mal sehe, muss ich ihm für die Inspiration danken. Au! Siehst du, das wird nicht klappen. Kung Lao throws the hat like a flying disc. It slices a target and flies back. He catches it by twirling a finger inside it. Naja, oder vielleicht doch. Johnny walks up. Ach, wir müssen einfach weitermachen. Wir sitzen seit Monaten fest. Ich kann keinen neuen Film auf Außenweltmonstern und Magie aufbauen, die ich nie zu Gesicht bekomme. Kenshi joins. Deshalb bist du hier? Liu Kang sagte, der Job würde mein Leben verändern. So sieht's aus. Meine Ex wird noch bereuen, dass sie weg ist. Wie selbstlos. Oh bitte, Tattoo. Du bist nur hier, um dein Schwert zu holen. Wir alle haben Gründe, hier zu sein. Manche sind besser als andere. Aber wir sind nicht hier, um uns zu streiten. Wir sollen für das Erdenreich kämpfen. Wird aber auch Zeit. Liu Kang steps out. Und heute wird einer von euch auserwählt, um beim Turnier anzutreten. Einer von uns, Lord Liu Kang? Stellt die Außenwelt nicht mehrere Champions? Die Turnierregeln geben dem Gastgeber den Vorteil. Und die Außenwelt ist diesmal an der Reihe. Also ich weiß ja nicht, warum ich nie gefragt habe, aber wie ist unsere Bilanz beim Turnier? Erdenreich und Außenwelt sind schon lange ebenbürtig. Doch die Außenwelt wird stärker. Wenn sie gewinnt, werden die Sympathisanten des Krieges jubeln. Ich dachte, du liebst die Außenwelt. Sie ist ein Ort von Schönheit, Reichtum und Wissen. Doch sie haben andere Ziele als wir. Wir leben in Frieden, weil sie unsere Stärke respektieren. Zeigen wir Schwäche, wird unser Rivale zum Feind. Ich werde siegen, Lord Liu Kang. Erst müsst ihr das Recht erlangen, uns zu vertreten. Es wird auserwählt, wer gegen die anderen besteht. He sits on a chair in the middle of the courtyard, and every man except the four kneel. Raiden, tritt vor. Raiden bows. Gute Wahl. Die Schwachen zuerst. Tritt gegen ihn an, Johnny Cage. Bereit für die Nahaufnahme? Okay, dann mal los. Aber denk dran, Landei. Ich bin eine Kampfsport-Ikone. So viel Action verkraftest du nicht. Liu Kang rolls his eyes. Ich bin bereit, Johnny Cage. Mein Geist und Verstand kämpfen als Einheit. Fight!
Deshalb brauche ich keine Stunt-Doubles. Fight! Nicht schlecht für eine Nebenrolle, aber ich bin hier der Star. Dieser Kampf war eine Ehre. Raiden helps Johnny up by the hand. Gern geschehen. Kenshi Takahashi, du bist der Nächste. Kenshi steps toward Raiden, his sword in hand. He shoots a hard look at Johnny as they walk past each other. Du bist echt gut, Raiden, aber zu unerfahren. Was mir an Erfahrung fehlt, macht mein Herz wieder wett. Der Mut, nicht das Herz gewinnt den Kampf. Ich weiß es. Ich war schon in Hunderten. Fight! Ich habe dich unterschätzt. Passiert nicht wieder. Fight! Zweifelst du noch an meinem Mut? Tue ich nicht. Dies ist ein wohlverdienter Sieg. Kenshi and Raiden bow to each other. Ruh dich aus, Raiden. Heute Abend begegnest du deinem letzten Gegner. Kung Lao smiles at Raiden. That night, Liu Kang sits on a chair among the other monks. Raiden and Kung Lao kneel facing each other, then get to their feet in unison. 50 Mäuse, dass Kung Lao gewinnt. Wie wär's mit mehr? Zum Beispiel Sento. Das kannst du vergessen. Liu Kang stands. Raiden, Kung Lao. Der Sieger wird das Erdenreich gegen die Außenwelt vertreten. Eine schwere Pflicht. Übernehmt sie nicht leichtfertig. Tretet jetzt zurück, dann gibt es keine Konsequenzen. Ich wähle den Kampf, Lord Liu Kang. Und ich auch. Möge der beste Kämpfer gewinnen. Liu Kang bows to each of them in turn, then returns to his chair. Kung Lao grins at Raiden. Gib auf, Raiden. Du hast mich nie geschlagen.
Das wird heute nicht anders. Nein, wenn die Mönche uns eins gelehrt haben, dann, dass sich das Universum in konstanter Veränderung befindet. Fight! Das war Glück, Ray. Du bist wie ein Blitz. Fight! Du willst nicht zweifeln. Es gibt für alles ein erstes Mal, Kung Lao. Raiden helps Kung Lao up. Ihr habt alle hart trainiert. Raiden am meisten. Dieser Ausgang überrascht mich nicht. Kung Lao hangs his head. Wie konnte ich? He gathers himself. Glückwunsch, Raiden. Für das Turnier. Amulet with a dragon symbol glowing on its surface from Liu Kang. Electricity crackles from it onto his palm. Es gehörte den Götterältesten. Es gibt dem Träger die Macht über Blitz und Donner. Nur zu. Versuch es. Kung Lao and Liu Kang watch as Raiden slowly turns around, staring at the amulet. Electricity surges from it into his fingertips. Johnny records video with his phone as Raiden channels a bolt of lightning at a large statue. Heiliger Bundesland! Raiden stops. Es ist unglaublich. Aber ist es nötig? Die Außenweltler im Turnier sind nicht nur mächtig, sie beherrschen auch Magie. Das Amulett gleicht es wieder aus. Sei bloß vorsichtig, Raiden. Du könntest dich verletzen. Oder sterben. Kein Turnierteilnehmer wurde je schwer verletzt oder getötet. Ich schicke meine Champions nie unvorbereitet in den Mortal Kombat. In 7 Tagen reisen wir zur Außenwelthauptstadt Sundo. Das Turnier findet im Palast der Imperatorin statt. Raiden, Kung Lao, Johnny, Kenshi, and the monks follow Liu Kang into a temple with numerous dragon statues coiling near its entrance. Liu Kang waves his hands around in a flowing motion, then a portal opens. Die Außenwelt wirkt fremd und berauschend für Erdenreichler. Lasst euch nicht benebeln. Ihr müsst euch auf euer Ziel konzentrieren. Johnny records the portal, a swirling vortex of fiery light as it washes everything in orange. He turns the camera to Kenshi while they all step toward the portal. Kenshi smacks his hand away. One by one, the fighters step through the portal. Blue, white, and purple light flows out of a tall stone gate like mist. Liu Kang and the others emerge from it and enter a courtyard filled with lush greenery and flowers. Johnny smirks as he records their surroundings. Alice, ich glaube, wir sind nicht mehr im Wunderland. 2 women approach them from a row of others wielding spears. Oh, wow. Sind das... Imperatorin Sindels Töchter, ja. He casts Johnny a look. Gar nicht mal so übel. Wir sind Botschafter des Erdenreichs, Johnny. Wir erweisen ihnen Respekt und starren nicht. Johnny gives Raiden an exaggerated wink as they walk past a guard. The Earthrealmers bow to the 2 elegant princesses. One, dressed in a deep magenta, inclines her head. Lord Liu Kang, willkommen. Danke, Prinzessin Melina. Kennst du noch meine Schwester?
Natürlich. Prinzessin Kitana. Darf ich vorstellen, Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi und Erdenreich-Champion Raiden. Raiden bows his head. Ich hoffe, du bist bereit, Raiden. Unsere Champions sind siegessicher. Und ich am allermeisten. Mein letzter Sieg ist schon viel zu lange her. Prinzessin Melina, wir müssen los. Imperatorin Sindel wartet. Danke, Tanya. Bitte folgt mir. Melina, Kitana, and the guard Tanya lead the fighters down a tiled pathway lined with numerous armored women holding spears and shields. Grinning, a large four-armed humanoid plays a drum while leading two luxurious carriages, each pulled by teams of horses. Groups of spear women march alongside them as they gradually travel down a broad path hedged in by buildings made of bamboo and wood. Dozens of people in colorful clothes and costumes stand on either side of the pathway and watch or dance. The royal daughters and the Earthrealmers watch the people go by from the carriages. Das sind Zentauren und Schokern. Die Sechsarmigen sind Naknadana. Die Mönche erzählten von ihnen, doch sie selbst zu sehen. Ich sehe, dass Ihre Hoheit wieder einmal keine Kosten fürs Fest scheut. Sollte sie denn? Sie gedenkt meinem verstorbenen Vater. Bewunderung, Prinzessin. Kein Urteil. Wie alle in der Außenwelt schätzte ich Jared sehr. Melina looks over her shoulder at a woman with a ponytail observing a group of people walking away, hands bound behind their backs. Melina scowls, then pounds on the carriage. The carriage grinds to a halt and Melina steps out. She stomps to the woman with the ponytail. Erste Wachtmeisterin, unser Weg sollte frei sein. Musste das sein? Sollte ich Takatana die Stadt infizieren lassen, Majestät? Die Verhafteten haben welche beherbergt, statt sie zur Quarantäne zu melden. Die Erdenreichler sollten solche Dinge nicht erfahren, Li Mei. Von Sundos erster Wachtmeisterin erwarte ich Besseres. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt. Melina looks Li Mei up and down before walking off. Prinzessin Melina scheint sie nicht sonderlich zu mögen. Li Mei führte die Umgadi, die Palastwache. Unter ihrer Aufsicht wurde der Vater der Prinzessin ermordet. Decorative waterfalls pour around the front of a vast, ornate palace. The Earthrealmers stand inside a throne room crowded with Outworlders. Deine Sorge verbraucht nur sinnlos Energie, Raiden. Aber das Turnier, wenn ich verliere? Achte auf deinen Weg, nicht das Ziel. Mehr kannst du nicht kontrollieren. A large, armored humanoid with two twisting horns approaches. He shoulders his way past onlookers. Ganz großer Alarm. Standardschurke im Anmarsch. General Shao, lass dich nicht provozieren. General Shao stops before the warriors. Liegt es an mir? Oder ist der Erdenreich-Champion magerer als sonst? Willst du seine Stärke testen? Raiden wird sich früh genug beweisen. Wissen die Erdenreichler immer noch nichts von der Existenz der Außenwelt? So ist es sicherer, General. Vermutlich. Ihre Gemüter verkraften wohl die Wahrheit nicht. Du hältst sie für schwach, ja? Und das, obwohl sie so oft das Turnier gewinnen? Wir zerstören deinen Champion Liu Kang. Er wird nicht vom Sieg kosten. He stomps off. A silver-haired woman in rich purple and silver armor approaches the warriors with Melina and Kitana on her right and left. Sunlight falls onto the three women in patches, glimmering on the silver bands and accents of their armor. Melina's a deep pink and Kitana's a vivid blue. The silver-haired woman sits on a purple and silver throne resting on a dais. Kitana and Melina take lavish chairs on her right and left. Willkommen, Mitglieder unseres Hauses. Willkommen, geschätzte Gäste des Erdenreichs. Lasst uns das Vermächtnis meines verstorbenen Mannes ehren und das Turnier fortführen, das er mit Lord Liu Kang erschuf, um den Frieden zwischen den Reichen zu bewahren.
Möge Jareds Seele von ihrer Ruhestätte im lebenden Wald voll Stolz über uns wachen. She smiles tightly. Lord Lucan. Imperatorin Sindel, ich bin erfreut, erneut euer Gast zu sein. Hier bist du immer willkommen. Nun, zeigt eure Champions. Der Erdenreich-Champion ist Raiden, Majestät. Er verdient den Titel, da er die besten Qualitäten der Erdenreichler verkörpert. Du wirkst nervös, junger Mann. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land und soll hier gegen die größten Krieger kämpfen. Ja, ich bin nervös. Das solltest du auch. Vor dir liegt ein schwerer Pfad. Sindel gets to her feet and holds her arms out. Es hat begonnen. Die Tradition verlangt, dass Sun Dos erste Wachtmeisterin zuerst die Außenwelt vertritt. Li Mei. Möge sie unsere Ehre so gut verteidigen, wie sie die Ordnung aufrechterhält. Li Mei steps to the dais. Eure Majestät, mein Combat soll unser Haus und die gesamte Außenwelt ehren. Damit würdest du all meine Erwartungen übertreffen. Vergiss nicht, ohne Jareds Tradition wärst du nicht hier. Li Mei's face falls as the Empress shoots her a sharp look. Liu Kang places a hand on Raiden's shoulder. Gib dein Bestes. Das ist genug. Der Rest regelt sich von selbst. Ja, Lord Liu Kang. Sehen wir doch mal, was du kannst. Hoffentlich wird dies der erste von vielen Siegen sein. Ich siege, Erdenreichler. Dieser Kampf ist mir wichtiger, als du je begreifen kannst. Fight! Zugegeben, das war eine Prüfung. Ich danke euch, erste Wachtmeisterin. Li Mei rigidly bows to Raiden. He bows back. Li Mei turns and leaves the throne room. The spectators huddle together as they watch her go. Raiden stands before Sindel's dais. Mein Kompliment für einen guten Kampf. General Shao, wen hast du als nächsten Teilnehmer erwählt? Eure Majestät, ich wähle Reiko.
meinen Stellvertreter. Als Junge wurde Reiko im Kafala-Krieg zum Waisenkind. Trotz Gefangenschaft blieb sein Geist ungebrochen. Mit Klauen und Zähnen überlebte er. Nach dem Krieg nahm ich ihn auf, formte ihn zum perfekten Soldaten. Nur wenige kennen die Wege des Krieges. Wie er. Reiko stands near Raiden and performs a combination of elbow strikes, knees, and punches before jumping and spin kicking. He glowers at Raiden. In wessen Armee hast du gedient? In welchen Kriegen hast du gekämpft? Ich tat beides nicht. Dann bist du völlig unvorbereitet, Erdenreichler. Dies wird dein letztes Schlachtfeld sein. Fight! Ich war vielleicht nicht im Krieg, doch ich bin ein Krieger. Raiden lowers his hands. Von einem Bauern erledigt. General Shao curls his lip and walks off as Raiden turns to Sindel. Ich bin bereit für meinen nächsten Gegner, Majestät. Gegen wen trete ich an? Geduld, junger Mann. She stands. Im Morgengrauen fahren wir fort. Ich hoffe, euch alle beim Abendbankett zu sehen. The Empress smiles softly. That evening, Kung Lao wolfs down food beside Kenshi. They sit at one of 3 large banquet tables in a broad courtyard. Sindel sits at the head table. Strange plants glow with soft purples and blues behind her. General Shao and Reiko gape at Kung Lao as he rapidly eats and drinks wine. Johnny sips wine near Katana. Du bist also 10.000 Jahre alt? Das sieht man dir gar nicht an. Katana reaches for wine. Was siehst du nur in ihm? Er ist ein Held, Raiden. Auch wenn er es noch nicht weiß. Erkennst du hier alle Leute? Die meisten schon, von den Beschreibungen. Nur ihn nicht. Das ist Rain, Hochmagier der Außenwelt. Nicht sein echter Name, sondern der, den er durch seine Wassermagie erhielt. Rain smiles at them from his seat at a table. Tanya steps to Melina as she clutches her stomach. Fühlst du dich unwohl, Prinzessin? Ich bin okay, Tanya. Melina winces. Ich kämpfe gegen Melina. Aber muss ich auch gegen Tanya kämpfen? Traditionell eher nicht. Und wenn, wäre dies eine Prüfung. Warum? Umgadi wie Tanya sind Kriegerpriesterinnen, aus den erstgeborenen Töchtern der Außenwelt erwählt. Von klein auf trainieren sie tagtäglich ihre Fähigkeiten.
Hier muss es viele Konflikte geben, wenn diese Art von Schutz notwendig ist. Die Vergangenheit war düster. Das letzte Millennium unter Imperatorin Sindel war ein goldenes Zeitalter. Doch die Erinnerung und der Schmerz bleiben. Liu Kang gives Raiden a soft smile. Sindel stands and lifts a glass of wine. Mein Mann Jared glaubte, die Zukunft unserer Reiche sei verbunden. Halten wir einen offenen Dialog, damit keine Geheimnisse das Band zerreißen. Everyone stands with a wine glass raised. Majestät, es ist eine Ehre, heute unter euresgleichen sein zu dürfen. Ich sehe bereits, dass uns weit mehr verbindet, als uns unterscheidet. Unsere Völker könnten verschiedener nicht sein, Champion. Wie bitte? Wie ich es sage, Erdenreichler sind frei, jeder... Das reicht, General. She gives him a firm look. Verzeihung, Majestät. Ich hatte wohl zu viel von diesem exzellenten Wein. Mit eurer Erlaubnis. Du darfst gehen. General Shao woodenly turns and throws his glass. He marches off with Reiko in tow. Later, Sindel glares at Shao in her chambers. Es ist schlimm genug, gegen Erdenreichler zu verlieren. Doch dann beleidigst du sie auch noch im Rausch. Du beschmutzt unnötig meine Ehre und die stolze Tradition deiner Familie. Darf ich frei sprechen, Majestät? Schon wieder? Wenn es sein muss. Der Zauberer machte eine Prophezeiung. Er warnte vor Liu Kangs Eroberung der Außenwelt. Seine Vorhersagen sind sonst tadellos. Doch Liu Kangs böse Absicht ist unbewiesen. Sein Eingriff brachte der Außenwelt jahrhundertelangen Frieden. Er drängt uns zu Kompromissen, beschneidet unsere Unabhängigkeit. Könnten wir unseren Feinden auf dem Schlachtfeld begegnen? Wünschst du uns etwa endlosen Krieg? Besser als Liu Kangs Schoßhund zu sein. Sindel's eyes harden. Sollte ich Beweise für die Prophezeiung sehen, werden wir handeln. Aber nur dann und nur auf meinen Befehl. Lehrte dich dein erhabener Vater nicht, dass der Krieg das letzte Mittel ist, nicht das erste? Das tat er, Majestät. Vergiss das nicht, General. She glares at him, face to face. Kommt! Melina and Katana open the chamber's doorway and enter as General Shao leaves. Du wolltest uns sehen? Ich sah, was heute Abend geschah. Alles in Ordnung. Nur das Essen. Wirklich? Wir sollten nichts riskieren. Kämpfst du morgen, könnten sich die Symptome deiner Krankheit zeigen. Kitana nimmt deinen Platz ein. Was? Sie flüstern bereits, dass sie mich als Erbin ersetzen soll. So werden es nur Schreie. Die Krankheit ist deine Schuld. Ich begreife nicht, warum du damals den Palast nachts verlassen musstest. Ich wollte doch nur etwas Zeit für mich selbst. Fern von all dem. Ich dachte nie, dass... Das ist dein Problem, Melina. Du denkst nie. Mutter will dich doch nur schützen, Schwester. Wird deine Krankheit bekannt, verbannt man dich in die Ödnis. Wir müssen dein Geheimnis wahren, um dir den Thron zu sichern. Melina pulls her arm away from Katana's hand and strides out of the room. The next day, Sindel sits in a lavish chair in the courtyard. Raiden stands before her. Eine erneute Überraschung, Raiden. Neben anderen besiegtest du Kote, Motaro und Shiva. Es bleiben nur noch 2 Kämpfe. Bist du bereit, Erdenreichler? Sehr wohl, Majestät. Dann stelle dich nun meiner Tochter. Kitana. Kitana strides to them. Liu Kang steps between her and Raiden. Majestät, das ist unerhört. Raidens nächster Gegner ist die Erbin. Melina ist unpässlich. Sie hat dringende imperiale Aufgaben. Aber ich habe ihn nicht auf Kitana vorbereitet. Er hat bereits großes Können bewiesen. Lass ihn improvisieren. Keine Sorge, ich schaffe das. Nun gut. Ich bin nicht schwächer als meine Schwester, Erdenreichler. Derartiges hatte ich auch nicht erwartet, Eure Hoheit. Ich werde gewinnen. Für Sie, die Imperatorin und die Außenwelt. Fight!
Du kämpfst gut, Prinzessin. Katana stands. Wie du, Erdenreichler. Überraschenderweise. Auf ein neues Treffen. Unter anderen Umständen. He beams at her. Zeit für den finalen Kampf. Es ist ein Beweis für dein Geschick, dass du so weit gekommen bist. Doch nun stelle dich General Shao. General Shao approaches. Sieger des Terwa-Krieges. Eroberer der Quatan-Ebene. Verteidiger der Navala-Küste. Wie seine Familie seit Generationen verteidigt General Shao uns mit Eifer und Härte. Die Außenwelt ist ihm auf ewig dankbar. Eine bemerkenswerte Liste von Erfolgen, General. Das ist nur ein Bruchteil davon. Für die ganze Liste bräuchten wir Tage. Fight!
fertig. Ich hab's geschafft. Sindel stands. Meinen Glückwunsch, Raiden. Das Erdenreich gewinnt. Head held high, Sindel leads Katana away from the courtyard. Raiden steps to General Shao as he tries to get up. Raiden holds a hand out to Shao. Darf ich euch helfen? Bleib weg, Erdenreichler. Raiden's face tightens. Sehr gut. Du hast meine höchsten Erwartungen übertroffen. Danke, Lord Liu Kang. Durch dich werden die gewaltbereiten Außenweltler einmal mehr in Schach gehalten. Smiling, Liu Kang places a hand on Raiden's shoulder. Kommt, verabschieden wir uns und kehren ins Erdenreich zurück. Kung Lao, Johnny and Kenshi bow to Raiden. Hey, das war krass. That night, Liu Kang sits in an ornate room before a fire in a brazier, his eyes shut. He opens his eyes. Sand whirls on the other side of the room. It resolves into a dark-skinned man with glowing eyes and a bald head. Garrus, alter Freund. Es ist ewig her. Schön, dich zu sehen. Ebenso, Lord Liu Kang. Ich habe dich mit dem Stundenglas beobachtet. Dir gefällt deine Rolle als Beschützer des Erdenreichs. Sie liegt mir weit besser als die Rolle des Wächters der Zeit. Ich wollte Chroniker nie ersetzen. Als Architektin verfiel sie dem Wahn. Ich wollte ihr Schicksal keinesfalls teilen. Darum bin ich dir auf ewig dankbar, dass du freiwillig über das Stundenglas wachst. Ich habe die Macht aufgegeben. Doch diese Ära entwickelt sich so, wie sie soll. Gerry takes a Jaguar figurine from a shelf. Du hast mich nach deinem Bild geschaffen. Die Pflicht ist mein höchster Ruf. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Doch was ist der Grund? Gibt's Probleme mit dem Stundenglas? Mit einem Bild, das es mir zeigte. Was, Garrus? Als die Geschichte neu begann, hast du das Schicksal einiger Missetäter verändert und sie neutralisiert. Einer von ihnen widersetzt sich dem Schicksal. Shang Tsung. Fahr fort. Er entfloh seinem sinnlosen Leben und wird schon bald zu einem mächtigen Zauberer. Sindels Hof hat er bereits unterwandert. Ich habe ihn während des Turniers nicht gesehen. Doch wenn Sindel dieser Schlange vertraut... Deine Friedensvision ist womöglich bereits gefährdet. Danke für die Warnung, Garrus. Ich werde nachsehen. Kehre zum Stundenglas zurück, um noch mehr zu erfahren. The next day, Kenshi looks at a drawing of Shang Tsung with Johnny and Kung Lao. Wir suchen ihn also in der Außenwelt und befragen ihn hier? Ja. Wenn das, was ich fürchte, wahr ist, sind die Reiche in Gefahr. Noch etwas? Shang Tsung ist ein Meister der Täuschung. Trau keinem seiner Worte. Klingt wie mein erster Agent. Eine schwierige Mission. Ich hätte lieber Raiden dabei als den da. Hey, der da kann das sehr wohl. Diese Mission muss heimlich geschehen. Ich breche mein Versprechen an Imperatorin Sindel, indem ich euch ohne ihr Wissen in die Außenwelt schicke. Durch das Turnier ist Raidens Gesicht dort wohl bekannt. Ihn zu schicken würde das Risiko für euch nur noch erhöhen. He raises a metal device. Dieser Talisman reagiert auf Shang Tsungs Qi. Er wird euch führen. Und seid vorsichtig. Mögen die Götterältesten euch schützen. Kenshi takes the talisman, then trades a look with Johnny. The three men walk through a vast desert at night, flashlights shining through the dark. Sind wir schon da? Was? Wie alt bist du? 5? Was soll ich sagen? Die Stiefel sind nicht zum Laufen gemacht. Wenn das dein größter Schmerz heute ist, dann hast du Glück. Oh, ich hab schon Glück. Hab mir Cento auf den Rücken geschnallt. Ich hole es zurück, Cage. Gib mir 3 Millionen, dann gehört's dir. So viel habe ich aber nicht. Deine Yakuza-Freunde hätten es bestimmt. Oh, richtig. Sind ja keine mehr. Hollywood hat mich gelehrt, niemals alle Brücken abzubrechen. Man weiß nie, wer helfen kann.
Die Yakuza sind Blutegel. Sie lassen die Schwachen ausbluten. Ich bin so aufgewachsen und habe es nie verstanden, warum andere meinetwegen leiden müssen. Ich kam raus und mein Clan bald auch. Wir können ihre Verbrechen nicht unterstützen. Scowling, Kenshi looks down at the talisman in his palm as it glows red. He turns around and walks off. Kung Lao shines his flashlight in Johnny's face before following Kenshi away. Johnny walks after the other two. Kenshi holds the talisman out while standing on the edge of a cliff. They survey a village made of buildings carved from large rock formations. A mass of soldiers with spears battle a horde of humanoid creatures with long fangs jutting from their mouths. Was sagt dein Schatz? Dieser Shang Tsung ist bei diesen Dingen. Oh, meine Cosplay-Fans werden ausrasten auf der CageCon. Johnny records the battle with his phone. Two soldiers shove one of the creatures through an alleyway in the stone city, his arms tied behind his back with rope. The creature thrashes in their grasp. Firelight shines on his multitude of large fangs and bald head. Shang Tsung approaches. Stillhalten. Sonst komme ich nicht ans Knochenmark. He raises a large syringe. Das ist Shang Tsung. Schnappen wir ihn, wenn er fertig ist. In Fists of Iron haben wir das so gemacht. Wir richten uns nicht nach deinen Filmen, Cage. Loslassen! Ihr dürft das nicht! A soldier forces the bald creature to his knees. Die Wunde wird bald heilen. Ein kleiner Preis für den Fortschritt. He plunges the syringe into the back of the creature's neck. The creature breaks his restraints, then stabs each of the guards with a bone spike extending from his arms before turning to Shang Tsung. The horde of creatures overwhelm the soldiers outside the village. Shang Tsung blocks a combination of punches and kicks the bald creature throws. The creature spin kicks Shang Tsung's head. Andererseits klappt es auch wunderbar ohne uns. Ja, sollen Sie das beenden? Wir müssen Shang Tsung retten. Liu Kang braucht ihn lebendig. The Earth Realm is bound down large stones leading from the cliff. The bald creature punches Shang Tsung to the ground. Kenshi jumps onto his back just as the bone spikes erupt from his arms. The creature kicks Johnny and Kung Lao away. Shang Tsung scrambles back, then smirks and transforms into a toothy creature. He slips past the horde. Wie hat das gemacht? The bald creature shoves Kenshi away. Kung Lao and Johnny stand before the horde. Ohne dich hätte ich ihn getötet. Ich verstehe das, aber es geht nicht. Du bist einer seiner Lakaien, dann stirbst du eben. Fight. Du hast ihn nicht aufgehalten, sondern nur wütend gemacht. Fight. Ich schicke dich, Shang Tsung, als Leiche zurück. Fight.
Kenshi sheathes his sword. Bitte, lass mich erklären. The horde surrounds them. Du hast uns reingeritten, hol uns wieder raus. Ich weiß, es sieht so aus, aber wir arbeiten nicht für Shang Tsung. Warum rettet ihr ihn dann? Weil Liu Kang, der Beschützer des Erdenreichs, ihn befragen will. Er denkt, Shang Tsung könnte unsere beiden Reiche bedrohen. He holds out his hand. Ich bin Kenshi Takahashi. Wir schütteln keine Hände. Entschuldige, das wusste ich nicht. Wisst ihr nicht, was wir sind? Nein, tun wir nicht. Wir sind Opfer der Takat. Die Krankheit ist nicht sehr ansteckend. Aber ihr solltet besser nichts riskieren. Johnny nervously wipes his hands. Sie entstellt einen und schwächt enorm. Mit der Zeit verwandelt sie uns in blutrünstige Monster. Nur der Tod befreit uns. Also warst du nicht immer so? Ich war ein reicher Händler, doch Erkrankte werden verbannt. Nun leite ich die Kolonie. Ich bin Baraka. Was will Shang Tsung mit deinem Knochenmark, Baraka? Ich weiß nicht. Aber er kommt jeden Monat, um es zu sammeln. Lass uns frei und wir fangen Shang Tsung. Dann finden wir heraus, was er hier vorhat. Versprochen. Baraka looks back at the others. Lasst sie gehen. Danke. Wir werden dich nicht enttäuschen. Kenshi looks down at the talisman. Mist. Das sollte uns zu Shang Tsung führen. So finden wir ihn nie. Sein Labor ist nahe. Ich führe euch. Morning light shines. Baraka leads the trio toward a wood and stone tower rising over a river. 2 water wheels spin nearby. Weißt du irgendwas darüber? Nein, ich war noch nie dort. Du bleibst hier. Wir sehen nach. Kenshi, Kung Lao, and Johnny step to a long bridge stretching from the bank to the tower. The 3 men sneak through the tower to a laboratory. Die Zugabe von Kaityn-Larvenpulver war eine gute Wahl. Die Tests zeigten eine deutliche Verbesserung. Ich habe die Rezeptur seit der letzten Anwendung angepasst. Kenshi motions for silence as the others trail him up a staircase. Das neue Serum ist genau das, was wir brauchen. Die Wirkung ist direkt und lang anhaltend. Wie kannst du das wissen? Es wird aus frischem Tarkatana-Knochenmark gebraut. Es könnte nicht wirksamer sein. He raises the syringe, full of liquid. Melina lies on a medical table by him, eyes shut. Rain and Tanya stand nearby. Er infiziert Melina mit Takat. Shang Tsung taps the syringe. Und 2 von Sindels Top-Leuten sind an Bord. Kein Wunder, dass Liu Kang sich Sorgen macht. Wir müssen ihn stoppen. Eine Jungfrau in Not retten? Kein Ding. Johnny smirks, then runs into the laboratory with Kung Lao and Kenshi. They square off against Tanya, Rain, and Shang Tsung. Lass sie in Ruhe. Du Mistvieh. Wie bitte? Du weißt schon, der Film. Kleines Mädchen, Riesen-Alien. Erdenreichler. Wie haben Sie uns Sie haben schon zu viel gesehen. Tanya charges with a 3-section staff. Johnny blocks her attack, then Kung Lao kicks her back. Kenshi spin kicks the syringe from Shang Tsung's hand. Ich brauche Zeit. Kümmer dich drum. Liu Kang schickt euch, nicht wahr? Um unsere Geheimnisse zu erkunden. Er schickt uns wegen Shang Tsung. Aber offenbar ist er nur ein Teil des Problems. Fight!
victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Rain summons 2 tendrils of water which wrap around the victim's hips to electrocute them and shatter their pelvis. Darauf haben mich die Mönche nicht vorbereitet. Fight! Geschickt. Wir fangen gerade erst an. Fight! Der Hochmagier ist am Boden. Tanya whirls her 3-section staff around and strikes Kung Lao's face, then jumps and bashes Johnny's head. Kenshi grabs her from behind. He starts to throw her back, but she rides the momentum and flips away. Ich dachte, Umgardi sind dem Königshaus treu. Und dennoch verschwörst du dich gegen die Prinzessin? Ihr stehlt euch in die Außenwelt und stört unsere Angelegenheiten. Ihr, nicht ich, handelt gegen uns. Fight! Deine Intrige endet hier, Umgardi. Gescheitert. Kenshi strides to Shang Tsung. Weg von dem Tisch dort. Zweimal wart ihr mir ein Dorn im Auge. Ihr Erdenreichler habt ungesunde Gewohnheiten. Hast du gehört? Du infizierst sie nicht mit Takat. Ich will sie beschützen, nicht infizieren. Deine Lügen sind entzückend. Verzeih unsere Skepsis. Haltet ihn. Kung Lao and Johnny move to Shang Tsung while Kenshi rushes to Melina. He holds a hand to her head as she lies inert. Prinzessin, geht es dir gut? Ist es vorbei? Ja, das ist es. Wir haben Shang Tsung gestoppt. Gestoppt? Warum? Melina starts to violently spasm. Prinzessin! Prinzessin! She hits him.
Was hast du getan? Ihr wart das, ihr Narren. Lasst mich helfen, ehe es zu spät ist. Kenshi backs away while Melina's teeth transform into fangs. Convulsing, she sits up and turns to Kenshi. Mandibles unfurl from her jaw and a long tongue waggles out. She breaks the metal restraint on her wrist and stands. Glaubt ihr es jetzt, Erdenreichler? Was jetzt? Beschäftigt sie. Ich muss mehr Serum herstellen. Johnny, hilf mir! Gibt es eine Anleitung? Oder improvisieren wir? Wir improvisieren, aber tu ihr nicht weh. Ihr? Was ist mit uns? Melina bounds to Johnny and claws at him. Prinzessin, wir können helfen. Dein Blut. Es duftet. So süß wird es mir schmecken. Fight! Überlass mir dein Fleisch. Ich muss essen. Fight! Johnny, Kung Lao, haltet sie fest! Kung Lao and Johnny scramble to Melina and grab her. Jetzt oder nie, Shang Tsung! Shang Tsung fills a syringe with liquid as Melina throws Johnny and Kung Lao off. Melina dashes to a table and grabs her side blades from it, then leaps at Kenshi and impales his eyes with them. She rips the blades free. Shang Tsung injects the syringe into her neck. He holds her as she goes still. She sags to the floor as her Takatan features transform back to normal. Bei den Göttern! Melina! Katana, General Shao, and an armored Shokan burst into the lab. Was ist hier passiert, Zauberer? Diese Männer sollten die Behandlung deiner Schwester stören und ihre Krankheit der Außenwelt enthüllen. Was? Das sind voll die Fake News. Prinzessin, ihr... The Shokan punches him hard, then pummels Kung Lao to the floor. Danke, Goro. Keine weiteren Erdenreichlügen. Wir sollten die Erdenreichler und den Takatana draußen festhalten, bis die Imperatorin bereit ist, auf diesen Übergriff zu reagieren. Nun gut. General Shao gestures to 4 soldiers. They haul Kenshi, Johnny, and Kung Lao away. Aber sie muss verstehen, dass dieser Vorfall die Arglist des Erdenreichs beweist. Schlagen wir zu, um uns zu schützen. Nein, das würden sie nicht tun. Das muss ein Missverständnis sein. They all turn to a portal made of spiraling green light opening nearby. A bald outworlder with tawny skin emerges from the portal and regards them all. He has black markings around his eyes and a red symbol tattooed on his head. Es ist kein Missverständnis, Prinzessin. Es bestätigt meine Prophezeiung. Wenn man ihn lässt, wird Liu Kang die Außenwelt erobern. He kneels by Katana. Es tut mir leid, ich hätte schneller hier sein sollen, um eure Schwester zu schützen. Zum Glück wurde sie nun endlich behandelt. Die Prinzessin ist sicher. Doch die Gefahr des Erdenreichs bleibt. Ja. Quan Chi
Wann rechnest du mit ihrem Angriff? Bald. Der heutige Tag wurde im letzten Quartett der Prophezeiung vorhergesagt. Dann stimmt es. Wir müssen handeln, Prinzessin. Ich werde es der Imperatorin vortragen. Es ist ihre Entscheidung. Rain, Tanya, helft mir. Rain and Tanya lift Melina from the floor. Rain carries Melina out of the laboratory with Tanya supporting her lolling head. Was ist hier wirklich geschehen, Zauberer? Sie haben die Behandlung der Prinzessin nur zufällig unterbrochen. Sie wollten mich für Liu Kang gefangen nehmen. Dich? Warum? Das muss ich herausfinden. Aber jetzt erfreuen wir uns unseres Glücks. Die Ankunft der Erdenreichler liefert uns genügend Beweise, um die Imperatorin von Quan Chis Prophezeiung zu überzeugen. Ein Krieg mit dem Erdenreich ist unausweichlich. Nicht unbedingt. Die Imperatorin wollte nie einen Konflikt. Weigert sie sich, wird sie ersetzt. Wir brauchen einen starken Anführer. Einen wie dich, vielleicht? Wenn mein Reich das von mir verlangt, Shang Tsung smirks at Shao. töte die Erdenreichler. Sie dürfen Liu Kang nicht berichten. Und ihr Tod wird gleichzeitig den Zorn zwischen den Reichen schüren. 2 Fliegen mit einer Klappe. Unsere Gönnerin wird erfreut sein. Die Reiche müssen sich bekriegen und nicht nur so tun, damit sie beide erobern kann. Nur dann werden wir an ihrer Seite regieren. Ehe sie mich fand, als Sklave in den Minen, hätte ich so etwas nicht für möglich gehalten. Doch schon bald erhebt sie uns zu etwas viel Höherem. Quan Chi stares at Shang Tsung unblinkingly. Twitching multi-armed lit dungeon. A fanged face stares out from the creature's chest and tongues stick out from its armpits. Blood oozes from its body and into a drain on the floor. Another creature missing its lower body hangs from manacles. Its guts hang to the floor. Baraka slams on the bars of a cell he stands in. Kenshi sits near him by Johnny's and Kung Lao's unmoving bodies. Du machst das schon seit Stunden. Könntest du sehen, wüsstest du warum. Das wird wohl nicht passieren. Rede weiter hier. Um mich abzulenken. Erzähl mir von deinem Leben vor Tarkat. Ich war glücklich, trieb Handel an der Küste von Fatak. Meine Familie war zufrieden, unbeschwert. Dann kam Tarkat. Es nahm meine Frau, dann meine Kinder. Es lässt mich grausam am Leben, vorerst. Es genießt wohl, mich langsam zu vernichten. Johnny sits up. Verdammter Kater. Kenshi. Gott verdammt. Wie schlimm ist es? Unerträglich. Du hast mich gerettet. Das vergesse ich nicht. Aber du könntest es bereuen. Was meinst du? Johnny gawks as he stares through the bars of the cell. Various Takatans dangle from chains in the dungeon, many missing large chunks of their bodies. One spasms as Hey.
They hang from a torture rack. Was zur... Sind wir falsch abgebogen und beim Survival-Horror gelandet? Dies ist Shang Tsungs wahres Labor. Wir müssten jetzt weiter unten sein. Eine falsche Fassade. Wie dieser billige Film am Anfang meiner Karriere. Die Fleischgruben. Mann, das war Schund. Reptile, a masked man in a green cloak, opens the dungeon's doorway and enters. Wer ist da? Unser Wärter. Reptile strides through the broad cobblestone space. By a cell, he stops by a bucket filled with chunks of bone-in meat. He throws one of the chunks to a Takatan hybrid inside. The creature grabs it and rips into it with their fangs. Reptile steps to Baraka's cell and looks at Kenshi. Wie geht's ihm? Mit ausgestochenen Augen? Reptile hands Johnny a small jar. Das lindert den Schmerz. Wie kannst du daran teilhaben? Du bist Shang Tsungs Gefangener. Ich sein Sklave. Er hat meine Familie